Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Urängste und ihre Angstmerkmale nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoyke erklären. Deine Urängste sind sehr wichtig, weil sie für dich sowohl Hemmnis als auch Wachstumsmotor bedeuten. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele nach Wada Hasselmann und Frank Schmoyke anzuschauen. Dort habe ich ja auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erklärt und die Angstmerkmale von den Urängsten befinden sich auf der dritten Zeile von dieser Tabelle. Es gibt 7 Urängste. Jede Urangst hat ein Merkmal, an dem du sie erkennen kannst. Die Merkmale der Urängste lauten Selbstverleugnung, Selbstsabotage, Märtyrertum, Starrsinn, Gier, Hochmut und Ungeduld. In dieser Tabelle sind die Angstmerkmale ihren Urängsten zugeordnet. Beispielsweise besitzt die erste Urangst, die Urangst vor Unzulänglichkeit, das Angstmerkmal Selbstverleugnung. Die Urängste lauten Urangst vor Unzulänglichkeit, also dem Versagen, Urangst vor Lebendigkeit, Urangst vor Wertlosigkeit, Urangst vor Unberechenbarkeit, Urangst vor Mangel, Urangst vor Verletzung und Urangst vor Versäumnis. Ich habe dieses Video auf folgende Weise gegliedert. Zuerst werde ich allgemeine Fakten zu den Urängsten ausführen. Anschließend erkläre ich die Grundenergien, Ebenen, Dualität und Pole der Urängste. Danach fasse ich die Urängste zusammen und zähle ihre häufigsten Untertypen auf. Abschließend gebe ich Tipps zum Finden deiner Urangst und führe den Nutzen des Wissens über die Urängste aus. Ich starte mit den allgemeinen Fakten zu den Urängsten. Den Begriff Angst kennen wir alle gut. Deine Ängste begleiten dich in deinem Lebensalltag und sie sind eine Art Gefühl der Besorgnis und Bedrohung. Deine Urängste unterscheiden sich aber von deinen alltäglichen Ängsten, denn deine Urängste sind ein Bestandteil deines Seelenmusters. Zudem sind sie ein wichtiger Faktor deiner seelischen Entfaltung, geben ein Potenzial zum Lernen und sorgen dafür, dass du nicht stehen bleibst. Deine Urängste kannst du an ihrem Angstmerkmal erkennen. Beispielsweise hat die Urangst vor Unzulänglichkeit das Merkmal Selbstverleugnung. Ein Mensch mit dieser Urangst neigt dazu, sich selbst zu verleugnen und anderen den Vortritt zu lassen. Das Merkmal deiner Urangst ist wie ein Schutz, der benötigt wird, um mit der darunterliegenden Urangst klarzukommen. Du besitzt eine individuelle Kombination von 2 Urängsten. Diese beiden Urängste werden als Grundangst bezeichnet. Die eine Urangst nennt man Hauptangst und die andere Nebenangst. Hauptangst und Nebenangst wirken sich auf unterschiedliche Lebensbereiche aus. Die Hauptangst betrifft Aspekte des Lebens, die mit anderen Menschen nur indirekt etwas zu tun haben, wie beispielsweise Zukunftsplanung, Berufswahl und Arbeitsplatz. Die Nebenangst betrifft dein näheres Umfeld, also zum Beispiel Partnerschaft, Freundschaft und familiäre Auseinandersetzungen. Sie reguliert Nähe und Distanz in Beziehungen und wird wirksam, wenn dir jemand nahe oder zu nahe kommt. Hauptangst und Nebenangst können unterschiedlich stark ausgebildet sein. Unter Umständen kann deine Nebenangst sogar eine stärkere Wirkung als deine Hauptangst entfalten. Du wirst vermutlich alle Urängste aus deinem Alltag kennen, aber deine beiden in diesem Leben ausgewählten Urängste erfährst du als besonders dominant. Deine Ängste kannst du als eine Art Kontrastmittel zur Liebe verstehen. Denn erst durch die Auseinandersetzung mit deinen Ängsten entsteht die Sehnsucht nach Liebe. Du brauchst deine Urängste und kannst sie nicht loswerden, aber durch Reflexion kannst du sie abmildern und dafür sorgen, dass sie dich nicht beherrschen. Deine Urängste zu negieren und zu ignorieren führt dazu, dass du sie verstärkst und das bewirkst, was du zu vermeiden versuchst.
Ausprägung und Stärke deiner Urängste sind abhängig davon, welchen und wie vielen angstvollen Ereignissen du ausgesetzt bist und wie du sie anschließend verarbeitest. Deine Urängste gehören zu deinen größten Barrieren, unbewusstesten Hemmnissen und heimlichsten Schwierigkeiten. Alle Urängste sind, genauso wie die Archetypen, gleichwertig. Keine Urangst ist besser als eine andere. Jedes Angstmerkmal ist der Reihenfolge nach einer der 7 Grundenergien zugeordnet. Beispielsweise entspricht das erste Angstmerkmal Selbstverleugnung der unterstützenden und heilenden Grundenergie 1, weil es sich in der Spalte mit der Energiezahl 1 befindet. Das sechste Angstmerkmal Hochmut ist der priesterlichen, tröstenden und wahrheitsverkündenden Grundenergie 6 zugeordnet und befindet sich in der Spalte mit der Energiezahl 6. Auf dieser Folie siehst du eine Tabelle, die ich aus dem Buch Die 7 Archetypen der Angst abgeleitet habe. Hier sind die 7 Urängste in einer speziellen Ordnung aufgeführt. Diese Ordnung richtet sich nach ihrer Dualität und den Ebenen, auf denen sie sich befinden. Jedes Angstmerkmal gehört mit der dahinterstehenden Urangst zu einer der folgenden Ebenen: Expressionsebene, Inspirationsebene, Aktionsebene und Assimilationsebene. Auf der Expressionsebene geht es um den Ausdruck, auf der Inspirationsebene um Erspüren und Intuition, auf der Aktionsebene um Handlungen und auf der Assimilationsebene um Umwandlung und Anpassung. Innerhalb der Ebenen besteht die Dualität männlich und weiblich, die die 7 Angstmerkmale in verschiedene Kategorien unterteilt. Die Merkmale mit den Energiezahlen 1, 2, 3, hier Selbstverleugnung, Selbstsabotage, Märtyrertum, gelten als weiblich und die Merkmale mit den Energiezahlen 5, 6, 7, hier Gier, Hochmut, Ungeduld, als männlich. Das Merkmal mit der Energiezahl 4, hier Starrsinn, wird als neutral bezeichnet. Somit werden 2 Matrixelemente miteinander verbunden, sodass 3 Paare entstehen. Das Gegenstück des Angstmerkmals Selbstsabotage, Energie 2, ist das Angstmerkmal Gier, Energie 5. Sie bilden beide die Expressionsebene. Das Gegenstück des Angstmerkmals Selbstverleugnung, Energie 1, ist das Angstmerkmal Hochmut, Energie 6. Sie bilden beide die Inspirationsebene. Das Gegenstück des Angstmerkmals Märtyrertum, Energie 3, ist das Angstmerkmal Ungeduld, Energie 7. Sie bilden beide die Aktionsebene. Das Angstmerkmal Starrsinn, Energie 4, vereint die Dualität in sich selbst und befindet sich auf der Assimilationsebene. Jetzt stellt sich noch die Frage, warum sich bei den Urängsten ein Plus und ein Minus befinden. Die Angstmerkmale der Urängste haben einen Pluspol und einen Minuspol, die jeweils mit Plus und Minus gekennzeichnet sind. Plus- und Minuspol eines seelischen Archetypen repräsentieren normalerweise die Extreme von Angst und Liebe. Befindest du dich im Pluspol, bist du mehr in deiner Liebe als in deiner Angst. Regiert dahingegen der Minuspol, ist die Angst stärker als die Liebe. Bei den Merkmalen der Urängste ist das jedoch anders. Denn hier gibt es die Besonderheit, dass der Pluspol nicht von liebevoller, entspannter Energie geprägt ist, sondern ebenfalls von Angst bestimmt wird. Der Pluspol zeigt sich durch eine Maske von Freundlichkeit und Stärke und gibt sich als von Angst geprägte Tugend. Es ist aber eine Illusion, dass du durch Einnehmen des Pluspols deiner Angst entkommen bist. Als nächstes gebe ich dir eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Urängste. Das Angstmerkmal mit der Energie 1 heißt Selbstverleugnung, ist der Urangst vor Unzulänglichkeit und Versagen zugeordnet und hat den Minuspol unterwürfig,
und den Pluspol bescheiden. Hast du dieses Angstmerkmal, könntest du dazu neigen, dich bedeckt im Hintergrund zu halten und für deine eigenen Belange nicht einzustehen. Die zweite Urangst, die Urangst vor Lebendigkeit, besitzt das Angstmerkmal Selbstsabotage und die Pole selbstzerstörerisch und aufopfernd. Ist dein Angstmerkmal Selbstsabotage, könntest du dich durch dein eigenes Verhalten sabotieren, um weniger Freude und Lebendigkeit empfinden zu müssen. Das kriegerische Angstmerkmal Märtyrertum, der Urangst vor Wertlosigkeit, hat den Minuspol selbstbestrafend und den Pluspol selbstlos. Menschen mit der Urangst der Energie 3 neigen dazu, sich wertlos und schuldig zu fühlen und sich für andere aufzuopfern. Die Urangst vor Unberechenbarkeit hat das Angstmerkmal Starrsinn und die Pole verbissen und entschlossen. Der Starrsinn ist geprägt von einer tiefgehenden Angst vor dem Unberechenbaren und vor Veränderungen. Menschen mit diesem Angstmerkmal hätten es am liebsten, wenn alles Vertraute immer so bleibt, wie es ist. Der Minuspol des Angstmerkmals Gier mit der Energie 5 ist unersättlich und der Pluspol selbstzufrieden. Gier ist die Maske der Urangst vor Mangel. Ist dein Angstmerkmal Gier, befürchtest du immer zu kurz zu kommen und zu wenig zu haben. Das könnte entweder bewirken, dass du alles an dich reißt oder du in einer ständigen Askese lebst. Das sechste Angstmerkmal heißt Hochmut, ist der Urangst vor Verletzung zugeordnet und hat den Minuspol selbstgefällig und den Pluspol Stolz. Menschen mit der priesterlichen Angst vor Verletzung könnten ständig bemüht sein, sich abzugrenzen, sich zu schützen und sich als jemand Besseres darzustellen, um nicht angegriffen zu werden. Die siebte Urangst, die Urangst vor Versäumnis, besitzt den negativen Pol unduldsam und den positiven Pol waghalsig. Menschen mit dem Merkmal der königlichen Energie neigen vermutlich dazu, alles so schnell, so früh und so effizient wie möglich zu machen. Es könnte aber auch sein, dass diese Angst ins Gegenteil umschlägt und sie als Scheintote überhaupt nichts mehr machen. Im Buch Die 7 Archetypen der Angst werden zu jeder Urangst die 3 häufigsten Untertypen ausgeführt. Diese werde ich im jeweiligen Video zu der betreffenden Urangst erläutern. Die Untertypen des Angstmerkmals Selbstverleugnung lauten das Mauerblümchen, die gute Seele und das fleißige Lieschen. Die des künstlerischen Angstmerkmals Selbstsabotage sind der Spielverderber, der Griesgram und der Trauerklos. Das Angstmerkmal Märtyrertum hat die Untertypen der Sündenbock, das Sonnenscheinchen und das tapfere Schneiderlein. Die Untertypen des gelehrten Angstmerkmals Starrsinn lauten der Autonome, der Sturkopf und der Überlebenskünstler. Die des Angstmerkmals Gier sind der Vielfraß, der Geizhals und der Habenichts. Das Angstmerkmal Hochmut hat die Untertypen der Hochnäsige, der Racheengel und das Sensibelchen. Und die Untertypen des Angstmerkmals Ungeduld lauten der Zappelphilipp, der Rennfahrer und der Scheintote. Jetzt möchte ich ein paar Möglichkeiten ausführen, die dir dabei helfen könnten, deine Urängste zu finden. Schau dir die Videos zu den einzelnen Angstmerkmalen an und frage dich, mit welchem Angstmerkmal du in Resonanz gehst. Es wird dir vermutlich schwerfallen, dein eigenes Angstmerkmal zu identifizieren, da dir deine Eigenschaften so vertraut und selbstverständlich sind. Du kannst deine Urangst finden, indem du das Angstmerkmal suchst, das in dir am meisten Widerwillen, Verachtung und Ärger erzeugt, das dir peinlich ist und das du unbedingt vermeiden willst. Es kann sein, dass du dein Angstmerkmal auch daran erkennen kannst,
welcher Pluspol dir am tugendhaftesten erscheint. Beispielsweise könnte es dir sehr tugendhaft vorkommen, selbstlos zu sein. Das ist gleichzeitig der Pluspol des Märtyrertums, der Urangst vor Wertlosigkeit. In den Videos zu den einzelnen Urängsten werde ich auf die Auswirkungen der Kombinationen bestimmter Haupt- und Nebenängste eingehen. Möchtest du also deine Nebenangst wissen und hast bereits deine Hauptangst identifiziert, kannst du sie möglicherweise durch die Schilderungen im Video reflektieren. Zum Abschluss möchte ich etwas zum Nutzen des Wissens über die Urängste sagen. Durch die Auseinandersetzung mit den Urängsten kannst du eine größere Toleranz für dein Verhalten und deine Probleme an den Tag legen. Nicht nur gegenüber dir selbst kannst du mehr Toleranz zeigen, sondern auch für die Handlungen und Probleme anderer Menschen. Durch die Urängste lassen sich zum Beispiel selbstaufgebende, selbstsabotierende, selbstzerstörerische, manipulative, aufopfernde, autistische, habsüchtige, asketische, arrogante, rachsüchtige, risikoreiche und hektische Handlungen erklären. Mithilfe der Urängste kannst du anderen Menschen in ihrer seelischen Entwicklung helfen und ihnen spezifische Unterstützung geben. Darüber hinaus kann die Reflexion deiner Ängste sehr heilsam sein. Du kannst ihre Taktiken durchschauen, sie abmildern, eine Distanz zu ihnen erzeugen und dafür sorgen, dass sie dich nicht beherrschen. Die Auseinandersetzung mit deinen Ängsten kann dir die Freiheit verschaffen, in angstgeprägten Situationen anders reagieren zu können. Du bekommst die Möglichkeit, mehr Lebensfreude zu empfinden. Jetzt bin ich schon am Ende des Videos angelangt. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welches Angstmerkmal du hast oder welches Angstmerkmal du zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit deinem Angstmerkmal oder auch anderen Angstmerkmalen gesammelt hast, wie du dieses Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Urängsten empfehle ich das Buch Die 7 Archetypen der Angst von Wada Hasselmann und Frank Schmollke. Zur Erkundung deiner Angstmerkmale bietet sich das Archetypenhandbuch an. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen und Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.